Stollen ist ja nicht gleich Stollen, Leute, ne? Und der muss ja unbedingt sein an Weihnachten. Und der ist so, so lecker. Und da kann man leider auch ein paar Sachen falsch machen, aber auch ganz, ganz viele Sachen richtig. Und dafür habt ihr mich und so ein bisschen Spaß dabei im Video. No. Und hier hinten habe ich schon ein bisschen Milch erwärmt. Lauwarm auf jeden Fall, nicht zu heiß. Und in mein Mehl mache ich mal eine Kuhle. Dann gleiche frische Hefe bröseln. Dann ein kleines bisschen vom Zucker, nicht alles, ne? Weil ich mag die Hefe, da geht sie besser. Und die warme Milch dazu. Und dann tun wir es gleich mit der Hand zum Vorteig vermischen. Eine schöne Banscherei, so wie früher im Sandkasten. So, und dann tun man abdecken und an einem warmen Ort gehen lassen. Und wenn er keinen findet in der Küche, stellt er es bei 30 Grad Umluft in den Ofen. Mensch, guck mal, wie schön der aufgeblubbt ist. Und das ist so schön mollig warm im Herd. Und da geht die Hefe natürlich einmalig, kann ich das sagen. Und jetzt können wir auch schon die restlichen Zutaten dazugeben, wenn die Joanna ihren Hage heute noch dran kriegt. Ne? Nämlich 2 Eier brauchen wir. Dann machen wir das schon mal rein, können anfangen zum Rühren. Und da habe ich ein bisschen Butter, die ist flüssig. Das ist natürlich auch Vorteil, wenn die Schüssel noch warm ist, ne? Dass sich der Hefeteig nicht aufregt. Dann noch der Rest vom Zucker. Das lassen wir jetzt erstmal schön durchrühren. Und der Prise Salz muss natürlich auch in jeden Teig rein. Weil ich bin da immer ganz vorsichtig mit dem Hefeteig. Ich mache ja sogar immer die Küchentür zu, dass mir hier kein Zug reinkommt. Und damit man mein Mehl nicht aus der Schüssel rauskrabbelt, nehme ich immer so Holzstäbchen und schiebe es wieder zurück. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Aroma. Und zwar habe ich hier einmal Bittermandel, ein halbes Ampullefläschchen. Aber das Rezept findet ihr ja unter dem Video, könnt ihr alles auf dem Blog nachlesen. Und dann habe ich noch ein halbes Fläschchen Rumaroma. Man kann natürlich auch ein bisschen echte Rum rein tun, ne? Aber wenn Kinder mit essen, macht man halt das nicht, ne? Und dann noch ein halbes Zitronenaroma. Das duftet so fein wie bei Oma, weil das Grundrezept ist nämlich von meiner Oma. Und das haben wir die ganzen Jahre immer gebacken. Meine Mama, dann ich jetzt immer wieder. Und jeder fragt schon, ab November geht schon los mit den Stollen. Und jetzt habe ich ein bisschen gestiftete Mandeln. Und in den guten Stollen muss natürlich auch Orangat und Zitronat. Wenn ihr es nicht so groß haben wollt, könnt ihr es auch ein bisschen klein häckseln. Ne? In so einem zerkleinerer geht auch. Ein paar Sultaninen und dann kann man alles schön verrühren. Muss ich erst noch mal ein bisschen sortieren, ne? Dass der Rest da auch mit geknetet wird. Ja, Mensch, du ich Mensch mit meinen Schalter, ne? Irgendwann fliegt mir der Teig durch die Küche. Einmalig. Ein bisschen klebrig ist der Teig, seht ihr ja hier, ne? Aber er löst sich gut vom Schüsselrand und nimmt alles schön hier auf. Und so lässt man dann noch einmal in unserem warmen Ofen bei 30 Grad Umluft eine Stunde gehen. Während unser Teig so schön im mollig warmen Ofen geht, machen wir uns jetzt mal das Marzipan und zwar selbst, weil das macht den Stollen nämlich ganz besonders. Und dazu habe ich hier ein bisschen das siedendes Wasser und da kommen die Mandeln rein. Und in dem heißen Wasser lassen wir es jetzt noch mal 5 Minuten ziehen. Ist das noch heiß. Mensch, ich habe das Wasser schon abgegossen. Jetzt tun wir dann die Schale entfernen und mit denen kann man auch schön schnipsen. Schau mal. Flupp. Das ist echt unglaublich. Ich habe am Ende keine Mandeln mehr hier. Und nein, geht's in den Zerkleinerer, den benutze ich ja jetzt schon ein paar Jahre, ist auch ein Smoothie Maker dabei. Der funktioniert echt super. Ich verlinke euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ist nicht teuer und läuft einmalig. Da fliegen dir die Ohren weg, wenn es den einschaltet. Und dann guckt ihr mal rein, weil bei den Mandeln setzt sich dann auch das Öl ein bisschen frei. Das babbt dann auch so ein bisschen. Jetzt ist genau richtig, ne? Und dann brauchen wir jetzt dann noch ein bisschen Puderzucker. Und dann habe ich noch ein bisschen Rum. Und ein halbes Fläschchen Bittermandelaroma. Und dann wird das Ganze noch mal so richtig schön durchgewalkt. Und dann werdet ihr gleich sehen, zack, haben wir Marzipan. So, und den Rest machen wir dann mit den Fingern. Dazu tun wir das jetzt wieder zurück in Schüsselchen. Und dann so richtig schön zusammenkneten. Das ist alles Handarbeit. Und dann ein bisschen luftdicht verbacken, dass nicht austrocknet. Jetzt fetten wir uns schon mal unseren Backrahmen ein bisschen ein, weil der sorgt nämlich später dafür, dass unser Stollen nicht in die Breite geht. Ach, herrlich. Und jetzt schauen wir mal rein, wie der ausschaut. Der hat sich jetzt praktisch, naja, schon verdreifacht, ne? Und jetzt tun wir da erst einmal raus aus seinem warmen Nest. Und dann bringen wir mal in Stollenform. Und jetzt ein bisschen von dem selbstgemachten Marzipan. Und dann tun wir uns dann eine Rolle anpassen. Da könnt ihr dann mehr oder weniger nehmen, je nach Geschmack. Und die legen wir uns dann einfach in die Mitte. Zap, zap und überschlagen. Und so schaut Stolle aus, ne?
Jetzt muss ich noch mal ein Stück rücken, weil ich brauche mein Backblech. Mein Tischle ist nicht zu groß, ne? Und dann tun wir da einfach rein platzieren. Und die Rosinchen, die da abgehauen sind, die drücken wir auch noch rein. Und dann lassen wir noch mal abgedeckt. Ein halbes Stündchen geht. Guck, mein Marzipan, was übrig ist, tue ich mir in Frischhaltefolie einwickeln. Kann man wieder verwenden. Und zwar für ein paar leckere Marzipankartoffeln. Schau, da mache ich mir immer so 10 Gramm Kügelchen. Und die tue ich ein bisschen in Kakaopulver wälze. Schmecken super. Und man weiß zwar eigentlich, was drin ist. Guck mal, unseren Stollen, der ist jetzt schon soweit fertig. Bereit für den Ofen. Den habe ich auf 155 Grad Ober- und ohne Hitze vorgeheizt. Ist das was Leckeres, da freue ich mich jedes Jahr drauf auf den Marzipanstollen. Und das Rezept von der Oma ist natürlich immer das Beste. Ciao, macht's gut!